Radio JMC Free. Sie hören eine Sendung des Freiburger Jean Monnet Lehrstuhls für europäische Bildung. Unser Thema heute ist das Seminar Europa als Unterrichtsthema aus fachdidaktischer Perspektive von Lehrstuhlinhaberin Andrea Oedi. Das Seminar fand im Wintersemester 2021-22 statt an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Es bot eine interdisziplinäre didaktische Auseinandersetzung zum Thema Europa für den Schulunterricht aus der Sicht verschiedener Schulfächer. Sport, Geografie, Deutsch, Geschichte, Mathe, AOG, Sachunterricht, Englisch, Musik, evangelische Religionslehre. Die teilnehmenden Studierenden vertieften ihr Wissen über Europa, die Europäische Union und die Theorie der Europäisierung. Ich habe gelernt, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Europa Kindern näher zu bringen und dass man da auch sehr gut interdisziplinär arbeiten kann. Ich habe in dem Seminar gelernt, dass man das Thema Europa auch in der Grundschule schon sehr, sehr gut thematisieren kann und wie man auch dieses doch eher schwierige Thema gut auch für die Grundschule aufbereiten kann, sozusagen welche Möglichkeiten es da gibt. Ich habe gelernt, dass das Thema Europa sehr viele Facetten hat und eben nicht immer nur die politische Facette, sondern eben auch in ganz vielen Lebensbereichen und daher auch ganz vielen Fächern irgendwie vorkommen kann. Ja, ich habe in dem Seminar gelernt, dass das Thema Europa auch gut auf den Alltag der Schülerinnen und Schüler übertragen werden kann, also sei es im politischen Sinne oder auch im wirtschaftlichen Bereich oder wenn es auch um bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten im Alltag geht. Und dass es eben, wie die Claire auch schon gesagt hat, sehr gut auch für die Grundschule schon anwendbar ist. Ich habe in dem Seminar gelernt, dass man das Thema Europa aus ganz verschiedenen Perspektiven anschauen kann und eben nicht nur so aus der fachlichen Perspektive der Geografie, die ich eher gewohnt bin, sondern aus ganz unterschiedlichen, wie zum Beispiel der Perspektive Musik. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass die verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen Altersstufen auf das Thema Europa, wo ich gemerkt habe, dass ich da schon sehr meine Sekundarstufenbrille aufgehabt habe. Ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen, was vielleicht noch ein Punkt ist, den wir noch nicht gehört haben. Ich fand bisher das Thema Europa immer relativ trocken, was so die Themen angeht, die man in der Schule behandelt, auch so aus meiner eigenen Erfahrung, wie man es mir beigebracht hat oder in Berührung gekommen bin in meiner Schulzeit. Aber durch diese verschiedenen Blickwinkel, Klassenstufen, auch Thematiken, ist mir bewusst geworden, dass ich jetzt tatsächlich dieses Thema auch unterrichten kann, ohne dass es irgendwie was Trockenes sein muss, sondern sehr interaktiv, lebendig und vielseitig ist. Sie planten Unterrichtseinheiten zu diesen Themen für verschiedene Fächer in verschiedenen Schultypen mit Berücksichtigung heterogener Lerngruppen. Also unsere Unterrichtseinheit ist für die Grundschule für eine 4. Klasse konzipiert mit den Fächern Musik und Sachunterricht. Das Thema ist der ESC, also der Eurovision Song Contest, als europäisches und auch als weltweites Event. Dabei geht es einmal darum, dass die Kinder das Konzept erarbeiten, dann darum, wie der ESC die Werte der EU auch widerspiegeln kann. Und im 3. Teil geht es um eine musikalische Analyse. Und das Ziel ist dann, dass die Kinder letztendlich selbst einen ESC durchführen bei sich in der Klasse. Die Idee dahinter ist, dass sie das gemeinschaftliche und demokratische Konzept der EU anhand des ESCs verdeutlichen und erlebbar machen. Und auch, dass sie die Rolle der Musik für sich selbst in ihrem Alltag und als gemeinschaftliches Event entdecken. Und auch, dass sie musikalische Merkmale vergleichen und herausarbeiten können. Also Kompetenzen aus verschiedenen Fächern sind da mit dabei. Wir haben gemeinsam eine Exkursion ausgestaltet für eine 4. Klasse aus einer Freiburger Grundschule. Und die Exkursion hat den Titel Auf den Spuren der EU in Freiburg.
Und bei der Exkursion soll es eben darum gehen, dass die Kinder bestimmte Orte in ihrer Lebenswelt aufsuchen, die ganz zentral mit der Europäischen Union in Verbindung stehen. Und die Orte, die wir für die Exkursion ausgewählt haben, sind einmal der Freiburger Münstermarkt, der Europaplatz und das Projekt Green Cycle, das von der EU gefördert wird. Und Ziel der Exkursion ist am Ende, dass die Kinder die Bedeutung der EU wahrnehmen und eben in ihrem Alltag entdecken können. Ja, wir haben uns einen Unterrichtsentwurf für die 9. Klasse einer Gemeinschaftsschule überlegt. Das Ganze soll in Form von einem Projekttag für die Fächer Sachunterricht, Gemeinschaftskunde und AOG stattfinden, mit dem Thema Klimaschutz und welchen Beitrag kann Europa leisten. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler die Auswirkungen einer EU-Richtlinie auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger darstellen können, am Beispiel vom Verbot von Einwegplastikgeschirr der EU. Und das Ganze wollen wir mit Hilfe der Mystery-Methode gestalten, wo die Schülerinnen und Schüler Zusammenhänge zwischen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren darstellen sollen. Also das können dann die einzelnen Bürgerinnen oder Bürger sein oder auch Klimaaktivistinnen oder auch verschiedene Politikerinnen und Politiker der EU. Und dann sollen sie auch noch eigene Handlungsvorschläge nennen und begründen können. Wir haben uns eine Unterrichtseinheit zum Thema Europa, ein Kontinent, aber doch so verschieden überlegt. Die Einheit wurde für eine 4. Klasse konzipiert und soll die Kinder aufmerksam machen für die Vielfältigkeit in Europa. Die Kinder arbeiten an Stationen zu den Themen Schule, Weihnachten und Sehenswürdigkeiten in verschiedenen europäischen Ländern und stellen sich dann ihre Arbeitsergebnisse in Form von Plakaten und Steckbriefen am Ende in einem Museumsgang gegenseitig vor. Wir haben uns überlegt, mit den SchülerInnen eine Podiumsdiskussion zu machen. Zum Thema soll Deutschland noch mehr Geflüchtete aufnehmen. Durch die Podiumsdiskussion haben wir einen spielerischen Zugang zu einem Thema, was ja doch nicht ganz so einfach ist. Die SchülerInnen sollen in der Podiumsdiskussion verschiedene Positionen vertreten. Dadurch setzen sie sich mit Perspektiven, Positionen und Meinungen auseinander, die eben nicht unbedingt ihre eigenen sind. Zudem trägt aber diese Podiumsdiskussion auch zur eigenen Meinungsbildung bei, weil man mit eben verschiedenen Meinungen und Positionen konfrontiert wird und so die eigene Meinung in der Auseinandersetzung damit auch bilden kann. Im Teil 2 des Seminars, der im nächsten Semester angeboten wird, werden die teilnehmenden Studierenden ihre geplanten Unterrichtseinheiten in die Praxis umsetzen und reflektieren. Sie hörten eine Sendung des Freiburger Jean Monnet Lehrstuhls für europäische Bildung. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt. Und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.